Hallo zusammen. Also, wir sind jetzt bei Schneider und Hammer. Er ist unser Goldjunge. Er macht bei uns eigentlich alle Edelmetallteile. Und er tut euch jetzt erklären, wie das Ganze auch funktioniert. Und das ist wahnsinnig spannend. By the way, bevor ihr es vergessen, abonniert unseren Kanal abonnieren. Und damit ihr immer seht, was läuft bei uns. Und ich freue mich, dass ihr uns jetzt hier weiterverfolgt. Kommt rein und ich werde euch den Wolfgang vorstellen. Hallo! Salut Wölfu! Hallo zusammen! Salut! Wie geht's dir? Herzlich willkommen! Hey, gut! Schon lange nicht mehr gesehen. Ja, schau, ich habe die ganze Crew dabei. Es geht eigentlich darum, wir möchten unseren ganzen Followers zeigen, wie die Goldteile bei dir entstehen. Und bekanntermaßen, wir wissen ja schon, wie es geht und wir wissen, es ist aber sehr viel spannendes Zeug da. Und ja, gerne würden wir einen näheren Einblick haben, damit wir besser verstehen, was du alles für uns machst. Sehr gerne. Ja. Dann kannst du ein bisschen erzählen, wie ihr euch so kennengelernt habt und wie es zu der Zusammenarbeit gekommen ist. Ja! Ja, wie sagt man, wie die Jungfrau zum Kind? Ja, genau. Okay. Ja. Ja, es ist über Freundschaften, über Matthäus auch, der unser Uhrmacher ist der Kontakt entstanden. Und wir haben immer mehr gesehen, dass halt gewisse Überlappungen stattfinden. Er war interessiert an einer Uhr genau zu studieren und wir waren daran interessiert, mehr Schmuck in unsere Uhr hineinzubringen. Und so hat das uns natürlich zu vertieften Diskussionen geführt, die uns dann auch dazu gebracht hat, mal zu schauen, was der andere eigentlich genau wirklich machen kann. Und dann haben wir gemerkt, dass eigentlich wir ganz viele Sachen gemeinsam haben. Der Wolfgang ist eben auch ein Macher und tut nicht lange labern, sondern ziemlich schnell mal anfangen, etwas machen. Und ihr werdet das nachher sehen. Und das verbindet uns auch. Und entsprechend hat der Wolfgang natürlich gerade reingehebelt und dann mal angefangen, erste Teile produzieren. Und dann haben wir gesehen, das wird also wirklich etwas Tolles, wir müssen da unbedingt dranbleiben. Und jetzt inzwischen läuft das schon 2 Jahre so und das ist, wird immer intensiver. Oder wie siehst du das? Ja, und wir haben natürlich auch gemerkt, dass das gut zusammengeht. Wir reden die gleiche Sprache. Ja. Wir sind gleich begeisterungsfähig. Passion und Leidenschaft die ist sehr ähnlich gelagert. Und das ist wirklich schön, mit uns zusammen zu arbeiten. Sehr cool. Habt ihr dann, also jetzt eine Frage an dich, Freddy, die Kapsel auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken entwickelt, dass man nachher ein Mittelteil aus Gold machen könnte? Ist das so vorgedacht oder nicht? Unterbewusst vorgedacht. Okay. Nein, die Idee war schon, dass man dort verschiedene Teile reinmachen kann. Aber dass es jetzt gerade aus Edelmetall ist, das war nicht vorgesehen. Wir haben einfach gesagt, wir möchten verschiedene Anschlussarten für Bänder dran machen und dann hat sich das gleichzeitig nachher so ergeben. Okay. Und wir sind Gott froh, ist der Wolfgang aufgekommen, weil der gab es wirklich etwa um 100'000% aufgewertet, im Sinne von, wir verkaufen am meisten eigentlich die mit den Goldteilen. Okay. Und das ist eigentlich von dem her wirklich ein riesiger Gewinn. Ja, cool. Ja, dann gehen wir doch schauen, wie die Teile so entstehen, oder? Genau. Also, tipptopp. Gehen wir mit. Es gibt 2 Arten, wie wir Goldteile machen. Das eine ist, wir 3D drucken. Und zwar haben wir einen hochpräzisen Wachsdrucker. Der tut mit 150 Schichten pro Millimeter Wachs aufbauen. Und diesen Wachs können wir nachher einbetten. Der kommt in eine feuerfeste Masse, wird nachher ausgebrannt. Und dann können wir nachher flüssiges Edelmetall einspritzen mit Druck und Vakuum. Okay. Und diese Maschine, die zeigen kurz, die ist da. Das heisst, der Drucker fungiert eigentlich so als mit dem machst du die Form. Mit dem machen wir die Form. Genau. Ja. Und das ist sehr, sehr präzise auch. Das ist der Drucker. Da ist ein Druckbett. Und da sind nachher 2 Düsen.
Die eine Düse die tut der Bauwachs drucken, das ist der hier, das ist der, den wir am Schluss wollen. Und der wird während dem Drucken eingepackt in einen Supportwachs. Und der Druck der läuft manchmal 70, 80, 90 oder 100 Stunden. Okay. Es ist extrem präzise, aber braucht mehr Zeit, als man sich sonst gewöhnt ist. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Da können wir aber natürlich mehrere Sachen miteinander drucken. Das ist das hier. Und dann ist in dem Fall nachher der nächste Schritt, dass mit dem gedruckten Teil kommst du eigentlich nachher hier rüber zum Ofen. Das ist nachher so in einer Stahlmuffel drin. Und das ist nachher über Nacht ist das im Ofen drin, wo der Wachs verbrannt wird. Morgen, wenn ich arbeite, nehme ich das mit dieser Zange zum Ofen aus. Und dann geht das nachher hier in die Gießmaschine. Das wird hier eingelegt. Und dann ist nachher das Teil in einer Vakuumkammer drin und dann wird das Material geschmolzen und wird nachher hier so reingekippt. Ah, okay. Da haben wir verschiedene Materialien, die wir gießen. Das ist Gelbgold, Weißgold, Rotgold. Dann machen wir eine Mischung zwischen Rotgold und Weißgold. Das ist nachher Zimtgold. Und dann haben wir noch das Ingwergold. Okay, die variieren lediglich im Farbton, sage ich Das mal. ist für eine Laie. Farbton, genau. Das Ja. ist aber immer ein 18 Karat Gold. Okay. Also eigentlich immer gleich hochwertig, einfach eben ein bisschen Ganz in einem genau. anderen Farbton. Ganz Ja. genau. Nach dem Gießen ist die Oberfläche sehr rau, das wird alles gefielt. Nachher wird es geschmirgelt und nachher wird der Finish gemacht. Nachher werden die ganzen Massen überprüft, dass das wirklich nachher mit den anderen Uhrenteilen zusammenpasst. Und nachher wird es gereinigt. Und ganz am Schluss kommt nachher noch die Verantwortlichkeitsmarke drauf, 750. Und die Verantwortlichkeitsmarke von der Firma. Okay, das heisst, man sieht bei jedem Goldteil, von wo das es kommt, schlussendlich. Ganz genau. Und Feingold, sorry. 750 steht nachher für... Das ist 750'000 Stück. Das heisst, 750 Anteile von 1000 sind Feingold. Und der Rest ist nachher im Gelbgold ist Kupfer, Silber. Okay. Im Rotgold ist ein bisschen mehr Kupfer drin, dann wird die Farbe rötlich, aber es ist immer 750'000 Stück Feingold. Okay. Und beim Weißgold ist nachher sind 250'000 Stück Palladium drin. Ja. Dann wird nachher das Gold tut nachher die Farbe wechseln von Gelb auf Grau. So, das ist die Reinigung. Nachher ist noch dann Kontrolle. Ja. Und dann Fassungen für Diamanten, kommen aus dem Guss raus schon oder werden die von Hand nachher gemacht? Wenn Fassungen drin sind, dann sind die auch vorbereitet zum Fassen. Und dann wird nachher der Steinsitz, dort wo der Brillant reinkommt, das wird von Hand reingefräst. Ja. Der Stein wird reingedrückt und dann wird es nachher so mit einem kleinen Pressluftwerkzeug wird das nachher so befestigt. Da wird nachher das Material, das Gold wird nachher über den Stein übergeschmiedet. Ah, okay. Das habe ich mich eben auch schon gefragt. Ja. Wie das, oder wird er für eine Laie wird er reingegleimt? Nein, oder das wie auch wird- immer, oder was? Oder? Leim würde nicht haben. Okay. Nein, das ist mechanisch. Das ist ein ganz feines Metallrändchen, Ja, wo auf er dem nachher Stein hebt. oben ist. Ja. Ja. Genau. Also, jetzt haben wir ja recht viele Sachen gesehen, viel erfahren, wie das so läuft. Kannst du noch schnell erzählen, eben, was du sonst so machst, wenn du gerade nicht für Freddy und für ihn schaffst? Also wir machen Schmuck in allen erdenklichen Variationen. Wir haben eine Kollektion, das ist die Weissenstein-Kollektion. Da sind auch die Ringe draus, die zu den Ün-Mustern passen.
Und dann machen wir viele Einzelstücke auf Kundenwunsch. Wir tun viel altes Material umarbeiten zu neuem Schmuck. Wir handeln mit Edelsteinen, wir machen Reparaturen. Ja. Und ja, alles, was so dazugehört zum Goldschmiedeleben. Okay. Also wenn man jetzt alten Goldschmuck hat, kann man den bringen in dem Sinn, um etwas Neues machen daraus. Ganz wird genau. Frisch eingegossen gemacht. Ganz genau. Okay. Wir können nicht aus Gelbgold können wir nicht Weißgold machen, aber Klar, wir können aus Gelbgold können wir auch solchen Schmuck herstellen. Okay, cool. Und wo findet man dich, wenn wir jetzt mal vorbeischauen? Wir sind in Solothurn an der Barfüssergasse 9. Okay, super. Danke, dass wir vorbeikommen können. Sehr gerne. Und vielleicht auch ein andermal. Würde mich freuen. So, ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Einblick gehabt, wie bei uns Goldteile entstehen oder Edelmetallteile mit dem Wolfgang Schneider von Schneider und Hammer. Jetzt ist es so, jetzt werden eigentlich die ersten 4 Serien sind jetzt eigentlich fertig und wir machen natürlich gerne weiter, aber es kommt ein bisschen auf euch drauf an, ob ihr auch wirklich Interesse habt, dass wir weitermachen. Und das müssen wir natürlich spüren, indem ihr in den Kommentaren etwas reinschreibt und uns natürlich abonniert. Und wenn wir dort Elan von euch spüren, sind wir natürlich auch sehr gerne gewillt, uns noch mehr zu anstrengen, dass ihr noch mehr erfahrt über Dünn und wie wir Sachen kreieren. Ich freue mich auf eure Kommentare, Leute von euch hören und bis sehr bald. Tschüss zusammen.